Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask RESTful API, die wir hier, oder REST Plus sollte man fast sagen, die wir hier gerade schreiben. Und zwar geht es heute darum, wir wollen uns kurz mit Blueprints beschäftigen und dann einfach weiterschreiben an unserem Boilerplate-Code, den wir hier sozusagen haben. Ein Blueprint ist sozusagen eine App, allerdings mit derselben Konfiguration wie die App. Das heißt, wir haben eine App, die eigentlich gar keine eigene App ist. Und man kann auch, ja, das ist eigentlich so ziemlich der Kerngedanke dahinter. Man kann aber auch tatsächlich sagen, man möchte, also mit App meine ich übrigens hier so eine Flask-App hier, also wirklich eine vollständige App, aber eben nicht ganz so krass. Ein Blueprint ist allerdings nicht ganz so mächtig. Er gibt mehr oder weniger, zumindest ist das der Sinn davon, er gibt mehr oder weniger an, wie man die App, also die eigentliche App, hier in unserem Fall App genannt, wie man die erweitern kann und wie man sie bauen kann. Deswegen auch Blueprint. Blueprint bedeutet immer so ein bisschen Bauplan. Deswegen, also daher kommt auch der Name übrigens. Genau. Sinnvoll ist es, oder am besten, Best Practice sozusagen, ist es, wenn man die App an sich in mehrere Blueprints aufteilt. Was natürlich super sinnvoll ist, wenn man mehrere Apps hat, also beziehungsweise eine besonders große App hat, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze schön modular aufzubauen und dann hat man eben auch durch eben diese ganzen Blueprints sehr, sehr gut strukturiert, was alles wozu gehört und was jetzt eben hier nicht reingehört. Also zum Beispiel könnte man sagen, ich habe eine App für einen Teil meiner API und für einen anderen Teil, der sich mit was völlig anderem beschäftigt, haben wir eine andere App. Im Endeffekt spricht man dabei von Microservices häufig auch mal. Aber das will ich jetzt hier gar nicht so sehr vertiefen, weil ihr das tatsächlich auch nicht unbedingt braucht. Hoffentlich macht ihr das alles intuitiv richtig, aber also eigentlich macht man es immer intuitiv richtig. Man teilt einfach da auf, wo man es eben sinnvollerweise aufteilen würde und wenn man halt eine neue Funktion hat, dann macht man es halt in einem separaten Blueprint am besten. Man kann diese Blueprints an einer bestimmten URL bzw. an einem Prefix oder sogar an einer Subdomain übrigens registrieren und das ist natürlich auch super gut. Man kann sogar denselben Blueprint mehrere Male registrieren. Aber ja gut, also in unserem Fall werden wir das nicht tun, brauchen wir auch nicht. Und ja, über den Blueprint könnt ihr auch eben diese Templates ausliefern, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Wir können irgendwelche Static-Files ausliefern, wir können eben eine API ausliefern sozusagen, was natürlich auch irgendwie sinnvoll ist. Wir können im Endeffekt alles machen, was man auch mit einer App eben ausliefern könnte. Und ja, das war jetzt erstmal genug, würde ich mal sagen, zum Labern, was ich jetzt hier Vorarbeit geleistet habe. Braucht man natürlich so ein bisschen das Wissen, was das eigentlich ist. Und ja, genau. Wir wollen uns jetzt einfach erstmal einen Blueprint bauen, deswegen nennen wir ihn einfach mal Blueprint ist gleich so. Und jetzt wollen wir einen Blueprint haben. Wir müssen natürlich dann erstmal Blueprint noch importieren. Das kriegt man tatsächlich direkt aus dem Flask-Paket mit. Da können wir Blueprint importieren. Dann können wir hier wieder weiterschreiben und sagen, wir wollen einen Blueprint bauen. Und zwar, so, jetzt welche Variablen kommen hier rein? Erstmal der Name von unserem Blueprint und jetzt können wir mehrere Sachen machen. Sinnvollerweise wollen wir jetzt unsere Applikation aufteilen in eine API und das, was der User sieht. Die API sieht er ja normalerweise nicht. Das Frontend kommuniziert über irgendwelche XML bzw. HTTP-Requests mit dem Backend und unser Backend ist die API, sozusagen die Schnittstelle zum Backend ist besser gesagt die API. Das heißt, wir nennen unseren Blueprint hier jetzt erstmal API. Okay. Wie geht's weiter? Und jetzt hätte ich eigentlich, ja perfekt, super. Gut, der Importname, und den nehmen wir jetzt einfach mal Name. Und dann haben wir hier noch mehrere Quarks, also Keyword Arguments, Static Folder, Static URL, Path und so weiter und so fort. Das brauchen wir alles jetzt tatsächlich nicht. Wir wollen nämlich über die URL gehen. Das heißt, wir geben ein URL-Prefix an. Das heißt, wir sagen der URL, was steht immer vorne dran. Also wir haben dann localhost / und das, was wir hier eingeben, das ist sozusagen, im Endeffekt ist es eigentlich eine Route. Und die nennen wir jetzt einfach mal API. Und das war es auch tatsächlich schon. So, und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt benutzen wir das erste Mal wirklich REST Plus. Was wir allerdings noch erstellen müssen, das heißt, ich würde jetzt hier einen Cut machen. Ich weiß, wir haben nur eine oder 1,5 Zeilen Code geschrieben. War nicht viel, aber wir haben sozusagen das Konzept von Blueprints kennengelernt, zumindest mündlich. Ich weiß, das war jetzt nicht viel, aber freut euch einfach aufs nächste Mal. Wir sind ja natürlich noch nicht fertig. Ich muss jetzt hier nur sozusagen, um unseren Code weiterschreiben zu können, ein neues Unterthema anfangen
Und dazu würde ich eigentlich ganz gerne einen Clean Cut haben und wir sind auch schon wieder 5 Minuten drin. Das heißt, ja, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.